Als nächstes Highlight unseres Java-Abenteuers stand die Stadt Bandung in Westjava auf dem Plan. Wir haben uns entschieden, die Sehenswürdigkeiten südlich der Stadt zu entdecken und haben dafür über unser Hotel einen privaten Fahrer gebucht. Die Tour dauerte insgesamt 10 Stunden und es war eine fantastische Entscheidung. So konnten wir selbst bestimmen, was wir sehen wollten und die unglaublichen Eindrücke ganz entspannt auf uns wirken lassen. Hallo Leute, wir sind jetzt in Westjava angekommen, in der Stadt Bandung. Und hier in der Umgebung gibt es wahnsinnig viele coole Sachen zu entdecken. Zum Beispiel einen Vulkankrater mit Schwefelduft inklusive oder heiße Quellen, wo man drin baden kann oder ein Schlammbad machen kann. Ansonsten jede Menge Teeplantagen, endlos lang, Erdbeerfelder und vieles mehr. Also bleibt dran und seid gespannt und viel Spaß beim Schauen. Nach der Fahrt durch die grüne Hügellandschaft, die je nach Verkehr 1,5 bis 2 Stunden dauert, erreicht man das erste Highlight, den Kawa Putih, den weißen Krater. Dort angekommen wird man mit einem Allradfahrzeug direkt zum Kratersee gefahren. Der Kratersee leuchtet in einem surrealen, milchig-weißen Ton, der sich je nach Wetter und Lichteinfall in verschiedene Farben verwandelt. Hier steht man an einem aktiven Vulkan und man kann den Geruch von Schwefel in der Luft wahrnehmen. Ein wirklich intensives Erlebnis. Die Atmosphäre dort ist einzigartig und man kann einfach nur staunen, wie faszinierend und kraftvoll die Natur sein kann. Die beste Aussicht auf den Kratersee hat man jedoch von oben. Ein schweißtreibender, aber wunderschöner Weg führt hinauf zum Gipfel. Dort oben werdet ihr mit einem fantastischen Rundumblick über die satten Teeplantagen, den See und die umliegenden Berge belohnt. Unser Tipp: Bedenkt, dass ihr euch hier auf ca. 2300 Metern Höhe befindet. Es kann also ziemlich frisch werden. Packt daher unbedingt warme Kleidung und am besten eine Regenjacke ein. Der Geruch von Schwefel ist ziemlich beißend, weshalb ihr euch direkt am See nur maximal 15 Minuten aufhalten solltet. Nachdem wir den atemberaubenden Kratersee hinter uns gelassen hatten, ging es weiter zum nächsten Highlight, nach Kawa Renganis. Der Nervenkitzel wartete gleich um die Ecke, die Renganis Suspension Bridge, die längste Hängebrücke Südostasiens. Wir trauten uns über die beeindruckende 370 Meter lange Brücke zu laufen und genossen dabei den spektakulären Blick auf die Kraterlandschaft. Das war wirklich nicht für schwache Nerven, denn die Brücke war schon ganz schön verrostet. Nach dem Adrenalinkick konnten wir uns entspannen, denn Kawa Renganis ist nicht nur ein weiterer Krater, sondern auch ein riesiges Naturspa. Hier kann man in den heißen Schwefelquellen baden, die direkt aus der Erde sprudeln. Oder man probiert das absolute Highlight, sich mit dem warmen, vulkanischen Schlamm einzureiben, der die Haut seidenweich macht. Ein echtes Vulkan-Spa-Erlebnis. Nachdem wir die heißen Quellen erkundet hatten, wanderten wir hoch auf den Berg.
Von dort aus ließen wir uns von 2 jungen Männern mit ihren Rollern auf holprigen Wegen zurück zum Eingang fahren, was ein echtes Abenteuer war. Der nächste Stopp auf unserem abenteuerlichen Trip führte uns zu einem Ort, der uns mit seiner Schönheit einfach umgehauen hat. Glamping Lakeside Rangkabali. Die einzigartige Glampinganlage liegt direkt an einem idyllischen See, eingebettet in sattgrüne Teeplantagen. Hier gibt es auch viel zu erleben. Hier kann man Go-Kart fahren, Ziplining ausprobieren oder eine entspannte Bootstour machen. Wir haben uns für die Go-Kart-Tour entschieden und hatten richtig viel Spaß. Das absolute Highlight war für uns aber das berühmte Pinisi-Boot. Dieses riesige Schiff liegt am Ufer und dient als einzigartiges Restaurant. Von seinem Aussichtsdeck hatten wir einen fantastischen Blick über den ganzen See. Die Atmosphäre hier war so friedlich und ruhig. Ein perfekter Ort, um unsere Reise durch Java ausklingen zu lassen. Das waren die Highlights in Westjava und unser Fazit zu Java im Allgemeinen. Für uns war es das erste Mal auf der Insel Java. Vor Jahren waren wir mal auf Bali, aber das war komplett anders. Und was uns jetzt in Java insbesondere direkt aufgefallen ist, waren die freundlichen Menschen. Also man hat sich super willkommen gefühlt und wir haben uns auch sehr wohl gefühlt dort. Und insbesondere die Naturhighlights waren der absolute Kracher, also Mount Bromo und Tumpak Sivu Wasserfall. Das war wirklich, die 2 Sachen waren, glaube ich, die besten Sachen, die wir überhaupt jemals gemacht haben. Also das muss man ehrlich sagen. Und die Natur ist der Wahnsinn, überall die Vulkane und tropisch. Und ja, dann natürlich die kulturellen Highlights in Yogyakarta. Der Borobudur war unser Favorit. Und dann ging es ja nach Bandung, wie ihr jetzt hier in diesem Video gesehen habt. Und das hat uns auch mega gut gefallen. Also alles in allem richtig gut. Werden wir auf jeden Fall noch lange von zehren, was wir da erlebt haben. Ja, aber was uns jetzt so ein bisschen gestört hat an Java oder generell Indonesien, es ist halt schon teilweise ziemlich vermüllt. Auch leider in der Natur, in den entlegensten Ecken. Da ist vielleicht noch Verbesserungsbedarf. Und ja, und der Verkehr ist halt auch totaler Wahnsinn, insbesondere in den großen Städten wie Bandung und insbesondere in Jakarta. Nur, dass ihr es wisst, da braucht man also viel Geduld und da kann so ein Kilometer auch mal eine halbe Stunde mit dem Taxi dauern. Ja, das ist absolut so. Dann kommen wir auch gleich zum Transport. Jasmin hat es ja schon gesagt, also der Verkehr ist echt crazy in Indonesien und normalerweise fahre ich ja immer gerne Roller. Aber in Indonesien haben wir uns keinen Roller ausgeliehen. Es war einfach, ja, irgendwie hat sich ein bisschen gefährlich angefühlt. Ich meine, auf Bali damals sind wir schon Roller gefahren, aber gut. GrabCar ist so günstig in Indonesien wirklich, also man kann stellenweise 3 bis 5 Kilometer fährt man mit dem GrabCar für 1 Euro bis 2 Euro. Man hat stellenweise schon ein schlechtes Gewissen. Das ist auch eine absolute sichere Fortbewegungsmethode hier in Indonesien und auch ein absoluter Standard. Ansonsten, die großen Strecken haben wir alle mit dem Zug gemacht in Java und die Züge hier sind absolut top. Wir haben immer den Executive-Zug gebucht, ist ein bisschen teurer, aber die sind pünktlich und wenn ich pünktlich sage, meine ich wirklich pünktlich auf die Minute, also wirklich Hut ab. Die Bahnhöfe sind absolut entspannt, ist nettes Personal da, also das hat schon Spaß gemacht mit dem Zugfahren. Und wenn wir schon bei Zugfahren sind, also ich werde auch jedem empfehlen, die Traveloka-App sich runterzuladen. Machen wir mal einen Link in die Videobeschreibung von der Webseite. Die App gibt es im Apple Store und im Google Store. Und man kann sich ganz einfach mit seinem Apple-Account oder mit seinem Google-Account anmelden. Absolut top. Züge kann man dort buchen.
Man kann die ganzen Tempel vorbuchen. Die App, die ist auch von einem indonesischen Entwickler, ist jetzt mit Sitz in Singapur, aber kommt aus Indonesien. Also eine absolute Empfehlung, sich die App runterzuladen. Und ja. Ja, so war's. Und jetzt sind wir aktuell auf Koh Samui und werden auch das nächste halbe Jahr hier in Thailand verbringen. Also da könnt ihr euch über Thailand-Content freuen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und wir sehen uns das nächste Mal in Koh Samui. Bis dahin. Ciao. Ciao.